Liebe Videofreunde, heute habe ich mal keine VHS-Gurke für euch, sondern einen echten Underground-Geheimtipp. Hier ist Double Plus Ungood. Diesen Film habe ich das erste Mal komplett unvorbereitet beim Bütt Festival gesehen. Und wenn ihr nicht wisst, was das Bütt Festival ist, dann naja. Bütt steht für B-Movie, Underground und Trash und der Name ist definitiv Programm. Ganz im Ernst, das ist echt das fetteste Filmfestival, auf dem ich je gewesen bin. Es findet jedes Jahr Anfang September im schönen Städtchen Breda in Holland statt und bietet die perfekte Mischung aus Filmen, Konzerten, Kunst, Wahnsinn, Bier und jeder Menge Herzblut. Und feiert dieses Jahr übrigens 15-jähriges Jubiläum, also alle hin da! 2018 begab es sich dann, dass ich dort Double Plus Ungood im Rahmen der Bloody Belgium-Reihe gesehen habe. Eigentlich bin ich vollkommen ohne Erwartungen reingegangen, also bis auf das coole Plakat, aber es hat sich schnell zu meinem Festival-Favoriten entwickelt. Worum geht's? Also wir treffen Hauptfigur Dago. The name's Cassandra. Dago Cassandra. I'm a hoodlum or something. Fängt schon mal interessant an, es ist dreckig und roh, wackelig und schwarz-weiß und erinnert mich irgendwie an so alte Tough Guy Noir-Filme, aber mit experimentellem Touch. 15 Jahre später treffen wir den Mann dann wieder und mit ihm einen der größten Pluspunkte des Films, den Soundtrack. Das gepaart mit der genial atmosphärischen Bildgestaltung könnte man meinen, einen gepflegten Oldschool-Gangsterfilm zu bekommen. So einfach macht's uns Regisseur Marco Laguna aber nicht, denn Wild D alias Dago Cassandra ist ein kleiner Philosoph. Eternity is a weird place. Wir erfahren zum Beispiel, dass er die 15 Jahre im Knast gesessen hat. It cast me into oblivion to serve a long sentence, crushing my will and stripping me of all dignity. Jetzt aber wieder raus ist, um ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Wow, sounds like you're on a mission. I am on a mission. From the Lamb. I'm gonna terminate the 12 apostles of Lucifer. Und das ist das, was ich mit dem Philosophieren meine. Es ist nicht so ganz klar, ob das jetzt einfach nur ein cooler Gangsterspruch ist oder ob er sich tatsächlich mit den 12 Aposteln Luzifers anlegen will. Ist aber letztlich auch egal, denn alles, was es dafür braucht, ist genügend Feuerkraft. Just give us a 38 special and a bomb gun. Plus ammo. Und natürlich ist in erster Linie wichtig, dass das Ganze möglichst cool aussieht. Bis hierhin wirkt das auch alles noch relativ normal, wie eine bedeutungsschwangere Ode an harte Gangsterfilme der 70er à la Hexenkessel. Und ganz ehrlich, in einigen Szenen hat der Wild D meiner Meinung nach auch echt was von De Niro. Who are you? Who am I? I'm the four horsemen of the apocalypse. Roll into one and then some! Dieses wilde Herumzitieren hat aber auch Sinn und Verstand. Das fängt ja schon beim Filmtitel an, der so aus George Orwells 1984 stammt. Sobald dann die Jagd beginnt, entfernen wir uns auch immer mehr von diesem geradlinigen Plot und betreten das Entertainment Wasteland. Anything goes around here. You're gonna love it. It's an arena where premises are blurred and plot irrelevant. Where form takes over substance. Any human life is only worth its weight in popcorn. Spätestens jetzt fängt der Film auch an, sich selbst als Film zu reflektieren. Wie er sagt, jetzt geht alles und es beginnt ein wilder Ritt durch Filmzitate mit Gewalt und Style. So get comfy and get your daily dose of mindless violence. You deserve it. You paid for it. Und da ist es natürlich auch kein Zufall, dass sein erster Kill mit einer der ikonischsten Filmwaffen überhaupt durchgezogen wird. Man merkt dann auch dieses Do-it-yourself-Feeling, was den ganzen Film durchzieht und so steht es auch im Pressematerial. Shot over the course of 4 years on a less than a shoestring budget, but 60mm, you gotta respect that. Recycling in a punkish and often nonsensical way a wealth of pop culture references, this grindhousey production takes us on a ride down the rabbit hole of a killer-cum-philosopher's mind. Überhaupt, wenn man sich dieses Presseheft durchliest, könnte man meinen, man liest das Drehbuch des Films, aber hey, es trifft den Nagel auf den Kopf. It's a refreshing change from bad and cynically commercial stories with their lukewarm liberalism, their pseudo-humanist co-opted causes, their falsely ecological messages and the coterminous lackluster filmmaking formatted for TV. It's a film outside the system of free madmen, by free madmen and for free madmen. Und so als Free Madman mordet und philosophiert Dago durch die Straßen von
sonst wo. He's like some kind of gangster out of some trashy Z-grade movie. Es hat aber auch eine gewisse Sozialkritik, denn letztlich arbeitet er sich an all den Götzenbildern und Machtinhabern eines korrupten Finanzsystems ab. Und Herrn Dr. Frankenfoot. You need to take your shot. It'll blow your mind. Mit Double Plus Ungood weiß man nie so recht, was man erwarten soll. In einem Moment kritisiert er die Kulturindustrie und im nächsten zitiert er Roddy Piper. Come to chew gum, kick ass and murder their little darlings. Es ist auch nicht so ganz einfach, den Film zu beschreiben, weil er einfach so krass unberechenbar ist. Erst foltert er noch diesen fetten Banker und dann hängt er diesen Typen auf. Wer das alles ist? Keine Ahnung, aber ich kann einfach nicht aufhören zuzugucken. Komplett ohne roten Faden kommt das Ganze aber auch nicht aus. Ihm folgen zum Beispiel 2 so Typen, die von Lucifer geschickt wurden, um ihn an seiner durchgedrehten Vendetta zu hindern. Und auch sowas wie ein Love Story Flashback gibt's. It was as if she had just stepped out of Eden. Man könnte jetzt behaupten, das Ganze sei prätentiös, gestellt oder arbeite sich nur an den großen Eurokult-Vorbildern ab mit Jane B. Whiskey und allen Schikanen. Aber hey, das ist ein Herzensprojekt von 2 Typen, die wirklich Ahnung von ihrem Quellmaterial haben und uns hier einen, zugegeben, teilweise sehr kryptischen Remix auflegen. Und bei einigen Szenen muss man sagen, Low Budget sieht definitiv anders aus. Die Verfolgungsjagd Richtung Ende zum Beispiel geht derbe ab. Und auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, aber der Film ist einfach cool und beweist, dass Stil nicht nur das andere Ende des Besens ist. Über das Ende lässt sich streiten, aber es ist definitiv on point mit dem Rest des Films. Also herrlich durchgeknallt und verrückt, aber gleichzeitig vielschichtig und diskussionswürdig. Es hat eine Weile gedauert, bis der Film tatsächlich auf DVD erschienen ist, aber mittlerweile könnt ihr sie bei Zeno Pictures bekommen. Und ich empfehle den wirklich sehr. Es ist gut gemachter Underground mit Sinn. Manchmal zu viel davon und manchmal vielleicht auch ein bisschen Unsinn. Aber Sinn. Wenn man sich auf den ewig schwurbelnden und zu cool für diese Welt geratenen Dago, seine überstilisierte Tour de Force und den absolut passenden Soundtrack einlässt, dann bekommt man hier eine neue Eurokult-Perle direkt aus Belgien. Freedom.